Heute erkläre ich euch die Buch 500 und 650T Getriebeunterschiede und deren Antriebswellen. Es gibt schwächere Getriebegehäuse und stärkere. Das Schwächere erkennt man von außen, weil es nur einen dünnen Steg hat, und das Stärkere hat einen Steg unten dann verbreitert. Der Vorteil bei dem neueren, stärkeren Gehäuse, das hat innen eine Bros-Lagerung und das alte hat hinter dem Simmering keinen. Da ist keine Lagerung. Man erkennt das auch an den Antriebswellen. Vom alten Getriebegehäuse, das schwache, hat so eine kurze Lagerung. Das neue Getriebegehäuse hat eine längere Lagerung, also viel länger, ja, weil nämlich da auch die Brosbüchse gelagert ist. Also wenn ich das jetzt da reinstecke, so, da ist jetzt die Lagerung, da ist gelagert. Wenn nämlich ein früheres Getriebe hat nur hier hinter Platte eine Lagerung gehabt und hier. Das war die schwache Version. Und die neue Version hat halt hinten dann bei der Welle auch noch eine Lagerung gehabt. Das ist die bessere Version. Und jetzt möchte ich euch noch den Unterschied zeigen zwischen den Antriebswellen. Die erste Antriebswelle war ein Rohr und nicht aus dem vollen Material, so wie die beiden. Ja? Und ist aber hier viel kürzer. Also das Radlager ist direkt draufgekommen. Und bei der neueren Version, da hat es dann eine kurze Version gegeben und eine lange Version von den Antriebswellen, was viele leider nicht wissen. Ups, muss ich mal da holen. Da gibt es bei dieser Antriebswelle, erste Serie, war diese Scheibe gar nicht dran, die Anlaufscheibe fürs Lager. Da hat es schon gegeben. Und da, ja, also da haben sie oft, da sieht man ja, das ist ja nur so wie ein Ringel, 4 mm Ringel montiert. Sieht man das überhaupt? Diesen Ring? Und wenn man das Lager rausgibt ohne diese Scheibe und das Lager würde sich zerlegen, wäre das schon gefährlich, weil dann kann es durchrutschen, die Antriebswelle, aus die Gleitsteine vom Differential einfach raus. Da im Differential sind dann so Gleitsteine, wo es drinnen hängt und da könnte es rausrutschen. Aber durch diese Scheibe kann es nicht rausrutschen. Ja? Also erste Serie hat überhaupt keine Scheibe, war gefährlich. Zweite war kurz, aber schon voll. Nicht nur Rohr, sondern voll. Und die häufigsten sind die vollen mit der langen Version, wo auch die Scheibe schön drauf passt. Das war immer schon in einem 650er und in der letzten Serie drinnen. Und dann will ich euch noch etwas zeigen. Ein Originalwerkzeug für diesen Simmering, für die Kupplung, wenn man den montieren will. Da gibt es eine Hülse, die was man da so drüber so steckt. Ja? Ja, da kommt ja der Simmering rein. Das heißt, ich stecke diese Hülse rein, das Werkzeug, und dann verletze ich den Simmering, also den Wellendichtring, nicht über diese Verzahnung. Wenn ich das dann reinschlage, bang, bang, dann ist der Simmering so wie hier dann drinnen und es wird nicht verletzt von der Hauptwelle, weil sonst könnte ich auf der Hauptwelle den Simmering, wenn ich den so da direkt drüber gebe, dann tue ich ja die Lippe auch verletzen vom Simmering. Darum gibt es dieses Originalwerkzeug, was ich leider noch nicht nachgefertigt habe, aber möchte in Zukunft nachfertigen. Und dann gibt es noch etwas. Die erste Serie, also die schwache Version, hat keine Rückzugsfeder gehabt beim Drucklager. Die neue Version hat schon eine Rückzugsfeder gehabt. Da musste im Pedal die Rückzugsfeder sein bei der Kupplung. Bei der neuen war es schon serienmäßig drauf. Wir tun es oft nachträglich auch bei den alten montieren. Das war's jetzt.